Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier nach einer ziemlich schlafarmen Nacht. Ja, hier war es bis in die frühen Morgenstunden laut. Dann haben sie uns noch eine Stunde geklaut und dann war die Nacht versaut. Na, Spaß beiseite. Ja, also wir hatten eine Stunde Zeitvorstellung. Sind um 7 Uhr in Izmir und mussten dementsprechend um 6 Uhr jetzt aufstehen und es war teilweise laut über Nacht. Das heißt, man hatte jetzt durch die Zeitumstellung nur gute 5 Stunden zum Schlafen und in der Zeit wurde man noch dreimal wach. Trotzdem fühle ich mich komischerweise im Moment nicht müde. Mal gucken, wie lange das gut geht. Für Notfall habe ich immer noch aus der Airport Lounge in Belgrad eine Dose Guarana No Sleep. Die kann ich mir notfalls immer noch irgendwann in die rüberhauen, wenn gar nichts mehr geht. Aber ja, wie gesagt, in Izmir sind wir heute und ich gehe jetzt gleich Norbert abholen und dann, sobald das Hauptrestaurant aufmacht, um 12:30 gehen wir schnell frühstücken, weil oben am Buffet ist es wieder so wuselig und ja, dann wollen wir zeitig von Bord, um dann hoffentlich noch ein bisschen was zu sehen, weil ich glaube 14:30 Uhr ist schon wieder alle Mann an Bord und das ist natürlich relativ knapp, zumal der Hafen nicht direkt in der Stadt liegt. Man muss also erst ein Stückchen laufen, dann muss man Metro fahren und ja, wenn man dann noch ein bisschen was sehen will, dann ist das nicht ganz ohne, dann sollte man ein bisschen zeitig auf den Füßen sein. Ich hoffe, ihr seid auch heute wieder mit dabei und ich hoffe, dass wir auch heute und die übrigen Tage wieder ganz tolle Stunden hier verleben. Ich freue mich drauf. Und da wären wir an Land. Ja, es ist noch dunkel, richtig winterlich, es ist auch noch ziemlich frisch von den Temperaturen her, aber es ist trocken. Das ist schon mal die Hauptsache. Ja, Frühstück hat gut geschmeckt. Ich habe ein paar Fotos gemacht. So ganz habe ich auch nicht verstanden. Den Käse kriegst du am Tisch gebracht, die Brötchen musst du dir selber holen. Also manche Regelungen muss man nicht immer so ganz verstehen, aber ja. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg hier nach Izmir rein. Gucken, hier muss man wahrscheinlich ja noch Geld tauschen und der Pass vorzeigen und allem. Aber wir werden sehen und sobald ich eine Info für euch habe, kriegt ihr die natürlich auch sofort. Da hinten blitzt noch unser Schiff raus. Wir haben das Hafengelände verlassen, sind im frühen Morgendunkel, in der Morgendämmerung hier unterwegs. Ja, Pass wollte gar keiner sehen, aber wir hatten natürlich direkt wieder so einen massiv aufdringlichen Taxifahrer am Leib, der allen hinterher lief und eine Tour anbieten wollte. Er sprach gefühlt 37 Sprachen ein bisschen, aber ja, für mein Dafürhalten, wenn wir uns jetzt hier so halb links halten, müssten wir eigentlich an die Metrostation kommen. Wenn ich hier mal jemand Jüngeres sehe, von dem ich glaube, der könnte etwas Englisch sprechen, dann werde ich mal fragen, ob das hier in die Richtung geht, aber das sieht hier schon so aus, als ob das richtig sein könnte. Ja, wir sind ein bisschen hier durchs Hafengebiet geschlendert. Also wenn man aus dem Hafen rauskommt, die Straße entlang und dann so halb links halten, dann kommt man hier auf diesen großen Platz und das könnte da hinten ein Bahnhof sein. Also irgendwo muss jetzt hier die IS-Bahn, die Metro oder Vorortbahn von Izmir abfahren und
damit sollten wir dann in Richtung Stadt kommen. So, das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Jetzt müssen wir nur noch die Ticketfrage klären und in welche Chaise wir hier einsteigen müssen. Witzig war, hier ist eine riesen Kreuzung vor dem Dinges, ist eine Ampelanlage, da stehen aber überall Polizisten, die den Verkehr regeln. Ja. So, wir schauen mal hier nach Tickets. So, wir sind jetzt hier auf so einer Geschäftsstraße. Ja, da vorne ist dieser Bahnhof. So richtig blicke ich jetzt noch nicht durch. Der Taxifahrer sagt, es sind 5 Kilometer zur Innenstadt. So hatte ich es auch auf dem Plan gesehen, dass man hier quasi durch so ein ganzes Industriegebiet mit dieser S-Bahn durchfährt. Jetzt waren wir da am Bahnhof und dann hatte ich da den Security gefragt, weil einen Schalter oder so gibt es da nicht. Dann hat er mir gesagt, ja, fahren geht nur noch mit so einer Wertkarte. Normale Tickets verkaufen die gar nicht. Da muss man sich erst irgendwo so eine Wertkarte besorgen und die dann quasi mit Geld aufladen und dann kann man halt fahren. Ja, lohnt natürlich jetzt für so einen Tagesausflug auch nicht wirklich. Und er hat mir dann aber gesagt, ja, das wären nur 200 Meter hier die Straße, da wird das Stadtzentrum schon anfangen und man könnte auch hier zu Fuß gehen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo wir hier auskommen. Ich hatte mir das anders zurechtgelegt. Jetzt ist natürlich mein ganzer Tagesplan im Eimer. Aber laufen wir einfach mal drauf los. Hört euch da mal an, was hier für Vogelschwärme in den Bäumen sitzen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Guckt euch das mal an hier mit den Dächern hier über den. Hier läufst du fast mit dem Kopf vor. Das habe ich noch nie gesehen. Also, das ist auch spannend. Also, ich habe jetzt gerade mal hier mit einem freundlichen Einheimischen gesprochen. Der hat mir irgendwie gesagt, wenn wir uns jetzt richtig verstanden haben, das historische Zentrum ist in die Richtung 10 Minuten zu laufen. Ja, wir sind jetzt einmal hier. Ob wir jetzt auf dem Absatz kehrt machen, dann gehen wir jetzt mal 10 Minuten. Hier könnte man ja auch was Geld ziehen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie der Umrechnungskurs ist. Ja, muss man mal gucken, ob man da jetzt irgendwas in dem Stadtzentrum findet, wenn wir da schon ein bisschen was sehen können. Das wäre ja immerhin etwas. Und dann fahren wir nachher mit einem Taxi zurück zum Hafen. Dann brauchen wir uns jetzt nicht merken, wo wir überall rumgeschlängelt sind. Und dann wird das schon irgendwie gehen. So, und jetzt stehen wir nach 1,5 Stunden Fußmarsch, stehen wir jetzt hier auf einer Brücke über die Stadtautobahn. Straßenbahn daneben und irgendwo hier soll jetzt das historische Zentrum sein, wo auch immer. Ja, eigentlich wäre hier so viel zu sehen gewesen. Ich hatte mir so viele Dinge aufgeschrieben, aber hier ist alles null organisiert und null ausgeschildert. Das ist natürlich eigentlich schade, weil ich euch gerne hier viel gezeigt hätte. Nur, ja, so zeigt man natürlich das, was Sache ist. So geht es dann 90–95% der Touristen auch, die hier hinkommen. Die meisten sind heute gar nicht vom Schiff gegangen. Ich sage, die wissen schon warum. Vielleicht waren die schon mal hier. Also das ist ja wirklich eigentlich schade und enttäuschend, wenn man was zeigen will und viel vorbereitet hat und allem und dann kommt man hier nicht vor und zurück, weil hier nichts ausgeschildert, ausgeschrieben ist. Du kriegst keine Tickets, du kannst hier nirgendwo Geld umtauschen
Internetverbindung hast du natürlich auch keine. Ja, und dementsprechend bist du hier ziemlich allein auf weiter Flur. Ich weiß im Moment nicht mal, wie wir da Taxi bezahlen wollen zurück zum Schiff. Das ist irgendwie heute nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hoffe, dass jetzt da wenigstens mal dieses historische Zentrum kommt, dass sich der Weg wenigstens ein bisschen gelohnt hat. Ja, immerhin haben wir jetzt die Altstadt erreicht. Hier sind jetzt alles solche Gebäude. Ja, wir haben uns gerade beraten, das da hinten, das dürfte der Uhrenturm sein. Und hier, das müsste diese kleine Moschee sein. Ja, da hatte uns jetzt gerade auch schon wieder einer aufgeklärt, da hinten, der sprach auch Deutsch. Der hatte in Berlin und Stuttgart gelebt und jetzt verkauft er hier Teppiche und wollte uns einen Teppich andrehen. Ja, aber immerhin hat sich der lange Fußweg jetzt bedingt gelohnt. Wir sind jetzt wenigstens mal irgendwo, wo was ist. Und irgendwo hinter dem Uhrenturm soll der Bazar sein. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mich da reintraue. So, nach unserer langen Reise haben wir jetzt endlich mal eine Metrostation erblickt. Und mal gucken, ob man denn jetzt hier Tickets kaufen kann oder ob es hier auch keine gibt. Ja, wir sehen uns mal um. Ein bisschen Geld abgeholt haben wir mittlerweile auch da vorne an der Mauer. Ja, und das ist jetzt hier so der zentrale Innenstadtplatz. Ich meine, das sieht ja jetzt dann auch schon alles gefällig und gepflegt aus. Wäre nur schön gewesen, wenn man vom Hafen auch aus direkt da hingekommen wäre. Leute, wir haben tatsächlich noch einen anderen Ort der Stadt erreicht, wo ich heute Morgen nicht mehr von ausgegangen wäre, dass wir das noch schaffen. Und das Ganze wäre noch viel, viel einfacher gewesen, wenn die Menschen einem wirklich nur das erzählen würden, was sie auch wissen. Ja, das Ganze ist ein bisschen blöd gelaufen, als wir da an dem Hafen da waren und da hatte ich ja gefragt nach der Richtung zur Metro. Die eine Dame sagte auch, ja, da und da lang. Dann hatte ich eine zweite nochmal gefragt und die sagte auch, ja, in die Richtung. Aber das ist nicht Metro, das ist die IS-Bahn. Und die IS-Bahn, das ist hier so eine Art S-Bahn, so ein Vorortzug. Und da waren wir an dem Bahnhof und da hat mir der Mitarbeiter gesagt, ja, das geht nur mit dieser Izmir-Card. Das geht nicht mit Einzelfahrscheinen. Ja, und dann sind wir ja los. Dann sagte er, ja, aber Stadtzentrum fängt in 200 Metern an. Da kann man zu Fuß gehen. Bis zur Altstadt, also nach Konak, war das aber dann noch gute 5 Kilometer. Die sind wir dann gelaufen. Ja. Und da war dann eine Metrostation. Da hatten wir dann auch auf den Plan geguckt. Da hatte uns auch ein junger Mann angesprochen. Und wo wir hin wollten, ja, und dann hatte ich gesagt, hier, wir wollten nach Çadaş. Das ist hier die Station, wo man zu der Seilbahn gehen kann. Und ja, und der sagte, hier in der Metro kann man ganz einfach mit der Kreditkarte eintappen. Das ist Festpreis und man geht an das Drehkreuz, legt seine Kreditkarte auf, wartet bis grün ist, geht durch. Ja, und jetzt sind wir bis hier gefahren, zwischendurch stiegen einmal alle aus, da war der Zug zu Ende. Da war ich dann erst schon, habe ich gesagt, haben wir was falsch gemacht. Aber die blieben einige am Bahnsteig stehen. Und dann haben wir gesagt, ja, die stehen ja nicht aus Jux und Dollerei hier. Nee, der nächste Zug, der fuhr dann weiter, bis hier weiter außerhalb. Ja, und jetzt sind wir hier und gleich um 11 Uhr soll die Seilbahn aufmachen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das der Berg da hinten ist, weil ansonsten sehe ich hier auch keinen Berg. Von daher, das könnte es durchaus sein.
Und wir gucken mal, ob wir das finden und ob wir nachher mit der Metro zurückfahren. Der Witz ist, diese Metro fährt nämlich auch zu diesem Halkapinar-Bahnhof. Also wenn diese eine Truller nicht gesagt hätte, es gäbe da nur diese IS-Bahn, oder dieser Mitarbeiter an der IS-Bahn gesagt hätte, gehen Sie darüber zur Metro, da können Sie ohne diese Izmir-Card fahren. Ja, dann wäre einem mehr geholfen gewesen. Aber das ist halt, jeder sagt einem nur das, was er selber weiß. Und die Leute wissen eben tendenziell auch nur das, was sie selber täglich nutzen. Wenn du bei uns jemand fragst nach Bustarifen, der selber nie Bus fährt, da wirst du auch spannende Antworten kriegen, ne? Auf jeden Fall, wir sind hier. Ich hätte es nicht mehr gedacht. Mal gucken, ob wir jetzt überhaupt die Seilbahn noch finden. Und dann hoffe ich, dass wir noch einen schönen Ausblick von oben kriegen. Und hier gibt es ein Hinweisschild zur Seilbahn. Ja, wir sind schon wieder ein gutes Stück gelaufen. Also nah ist das nicht. Das sieht auf dem Stadtplan so nah aus. Aber wenn man denn einmal hier unterwegs ist, dann merkt man doch, was das für Entfernungen sind. Immerhin ist es hier jetzt mal ausgeschildert. Sodass wir die Hoffnung haben können, dass wir jetzt mal was finden und dahin kommen. Etappenziel erreicht, da drüben ist das Ding. Ja, wir sind etwas anders gegangen, als ich mir das im Plan rausgesucht hatte. Da wäre man da hinten nämlich hochgekommen, eine Straße weiter, hier rechts gesehen. Und wir sind jetzt hier von links gekommen, aber wir sind da. So, wir haben es geschafft, wir sind drin. Ich kann euch nicht sagen, was es kostet, weil hier ist auch Einchecken mit Kreditkarte. Ja, und laut Internet ist das hier mehr oder minder die touristische Attraktion der Stadt. Ja, heute ist es deutlich leer. Die Tür schließt auch. Darf man mal gespannt sein, wie wir denn hier raufrauschen. Macht sich Sorgen um sein Leben. Dabei ist das hier alles ultramodern. Boah, guckt euch das mal an, der Blick über die Stadt hier. Und hier geht aber echt steil hoch. Das mal an, das ist schon ein irres Ding hier. Bis zu 8 Leute pro Gondel. Ja, jetzt haben wir eine ganz für uns alleine, das ist natürlich toll. Guckt euch das an, was eine Stadt da unten. Ja, schade, dass wir da eben so fehlgeleitet waren.
schon ein Loch in der Kabine zugetackert. Türkische Reparaturmaßnahme. Da hält man ein Blech drüber. Irre. Jetzt gleich dürften nur da sein. Boah, das Ding hat echt hier eine mordsmäßige Steigung. Ja, also wenn du damit runterkrachst, da brauchst du dir nichts mehr vornehmen. Wären wir schon. Ja, und da sind wir. Nach Startschwierigkeiten hier in Izmir haben wir es doch noch geschafft, unser Plan soll zu erfüllen. Wir sind auf einem Berg gelandet. Und das ist ganz schön hoch hier. Und es regnet. Guckt euch das mal, es sieht aus wie in den Alpen hier, also. Toll. Ja Leute, heute ist es hier ruhig, es ist Winter in der Türkei und es ist Wochentag. Normalerweise ist hier wohl auch Gastronomie. Und es gibt hier wohl auch irgendwas, da kann man hier grillen. Da gibt es hier einen Laden, da kann man sich die Sachen kaufen in der Saison. Und dann kann man hier wohl auch grillen hier oben. Hier steht auch viel ausgeschildert, was hier ist. Aber Grand Café gibt es hier. Barcafé, Market. Hier gibt es ein Engeli-WC. In der Altstadt hier gibt es ein Modern-WC. Ja, auf jeden Fall
hier ist schon einiges, wenn Saison ist. Jetzt ist es natürlich ruhig. Aber wir gucken uns hier noch mal so ein bisschen um und dann fahren wir auch wieder runter. Denn dann wird es für uns langsam schon wieder Zeit aufzubrechen. Ja, überall gehen hier so terrassenartig so Dinge runter. Nur, ja, viel ist hier heute nicht offen. Da vorne ist was offen. Aber ja, das ist schon... Ich denke mal, im Sommer wird es hier rappelsvoll sein.
Ja, und hier unten an der Talstation wieder zurück von der Seilbahn, da steht eine Gondel von der alten Seilbahn. Die war, glaube ich, bis 2015 oder so hier in Betrieb, von Anfang der 70er Jahre an. Ja, das sah alles noch ein bisschen anders aus, ne? Das war ein bisschen muckeliger da drin in den Göndelchen. Hallo liebe Fans von Michas Reisefieber, zu einer ganz kurzen Werbeunterbrechung und einer freundlichen Erinnerung von mir an die Verfügbarkeit des Michas Reisefieber Merch. Da gibt es einmal den kleinen Kissenbezug, circa 42 x 42 cm, ideal für ein kleines Sofakissen oder ein kleines Kuschelkissen auf dem Bett. Oder das Michas Reisefieber Schlüsselband, das ihr ja auch wunderbar benutzen könnt, um zum Beispiel eure Cruise Card auf der nächsten Kreuzfahrt dran zu befestigen. Dann zeigt ihr auch auf den Weltmeeren eure Loyalität zu meinem Channel. Das würde mich natürlich super freuen. Norbert und ich haben es ja auf der letzten Reise schon vorgemacht. Dann gibt es noch den besonders günstigen Schlüsselanhänger in Acryl mit dem runden Michas Reisefieber YouTube-Logo drauf. Oder für alle, die es ein bisschen luxuriöser mögen, jetzt wieder verfügbar der Metallschlüsselanhänger in Schiffsform. Ja, ich hoffe, da ist für jeden etwas bei, und ja, wenn ihr Lust habt, den Kanal damit etwas zu unterstützen, dann schickt mir doch einfach mal eine Mail an admin@michasreisefieber.de und ich schicke euch dann die aktuelle Liste der verfügbaren Artikel und alle weiteren Informationen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe und Unterstützung und damit zurück zum Video. Hilal. Tren Evka 3 yönüne gider. Ich bin fick und fertig. Das war jetzt noch mal eine Nummer da. Wir sind ja mit der U-Bahn dann wieder zurückgefahren und ich hatte mir das ja vorher im Google angeguckt, auf Google Maps, und wenn man da Hafen von Izmir eingibt, dann kriegt man was angezeigt, das liegt in der Nähe des Bahnhofs Halkapinar. Und da ist halt, fährt die U-Bahn hin und da fährt auch diese IS-Bahn hin. Also bin ich davon ausgegangen, das müsste in der Nähe sein, wo wir heute Morgen diesen Bahnhof gesehen haben.
Und dann habe ich gedacht, okay, fahren wir mit der U-Bahn bis dahin zurück und dann müssten wir ja eigentlich relativ bequem zum Schiff wandern können. Ja, das war dann aber wohl nicht so. Wir sind dann an diesem Bahnhof ausgestiegen. Das ist ein riesen Verkehrsknotenpunkt. Da hält alles Mögliche. Busse, U-Bahn, diese S-Bahn. Es ist super wuselig da und du stehst mitten in Hochhäusern. Ja, wir hatten dann gar keine Orientierung. Ich sage, hier ist auch nichts, was ich wiedererkenne. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mit dem Taxi. Das jetzt zu riskieren und in irgendeine Richtung laufen, das bringt's nicht. Dann haben wir uns ein Taxi angehalten, der da vorbeifuhr. Dann hatten wir natürlich den letzten, hintersten Dorfdepp erwischt, den Ismir als Taxifahrer zu bieten hatte. Der verstand kein Wort Englisch. Dann habe ich ihm gesagt, Port, Ship, Boat. Dann das Einzige, wo er dann was mit anfangen konnte, war dann irgendwas, was ich auf einem Schild im Hafen gelesen hatte. Da hat er aber wohl was Falsches draus verstanden. Er ist dann losgefahren, dann merkte ich aber, wir fahren eher Richtung Landesinnere. Dann denke ich, was machst du jetzt? Der Witz war, er fragte mich dann so, Handy, also nahm Übersetzer, der hatte selber ein Smartphone. Ich habe in der Türkei kein Netz. So, der hatte selber ein Smartphone dabei, war aber zu doof, einen Google-Übersetzer mal zu bemühen. Der hing ständig am Funk. Sitzt in der Zentrale auch keiner, der ein Wort Englisch spricht, den man jetzt hätte fragen können. Zumal, ich sag mal, die stehen zuhauf im Hafen. Da muss doch jeder mal auf einem Schild gesehen haben, dass Hafen Port heißt. Und damit kommst du eigentlich auf der halben Welt zurecht. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mir dann noch einfiel, war, als wir heute Morgen ausgestiegen sind, hier im Hafenterminal, da stand so ein Modell von der alten Costa Europa. Und ich bin ja von diesen alten Schiffen so ein Fan. Und dann hatte ich da ein Foto von gemacht mit dem Handy. Dann habe ich mein Handy rausgenommen, habe dieses Schiffsfoto aufgemacht, habe ihm gesagt, hier, Ship Port. Dann hat er sich irgendwas im Bart gebrummelt, hat dann die Richtung wieder geändert und dann mussten wir einmal durch die komplette Innenstadt durch, um dann wieder zum Hafen zu kommen. Ein Verkehrschaos, dann wurde noch wie in irgendeiner Demonstration oder was noch eine Straße gesperrt. Dann mussten wir eine Umleitung fahren. Und ich war bis zum Schluss nicht sicher, bis wir wieder an diesem Bahnhof hier vorbeifuhren, den ich heute Morgen gesehen hatte, war ich mir nicht sicher, ob der jetzt verstanden hatte, wo wir hinwollen. Oh, ich war so froh, wie wir hier in das Hafengelände reinfuhren. Ich meine, der ganze Spaß hat jetzt für diese riesen Rundfahrt 15 € gekostet. Wenn ich das Ganze gewusst hätte, dann hätte ich wahrscheinlich direkt an der Seilbahn unten an der Talstation ist so ein Häuschen, so eine Taxizentrale. Da hätte vielleicht einer Englisch gesprochen oder die von der Seilbahn wäre vielleicht noch mitgekommen. Die sprach ein bisschen Englisch. Da wären wir wahrscheinlich für dasselbe Geld von da hinten aus bis hier gefahren, aber ich wusste ja halt auch nicht, was das hier kostet und allem, ne? Ja, ich meine, jetzt sind wir mit 15 €, da können wir drüber gucken, ne? Da mache ich jetzt keinen Wind drauf. Ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Schiff wieder erreicht haben. Ich sah nur, dass es immer später wird. Ich denke, der legt irgendwann ab und wir sind hier immer noch mit diesem Dorftrampel durch die Gegend am Fahren, ne? Meine Fresse, was bin ich froh. Es war damals fast wie in Valencia. Ja, aber wir sind wieder auf dem Schiff. Ich gehe jetzt gleich mit Norbert mal eine Pizza-Ecke essen und dann wollten wir uns mal ein Stündchen aufs Ohr legen, weil die Nacht war echt kurz durch die Zeitumstellung. Und ja, heute Nachmittag ist hier Empfang mit der deutschen Reiseleitung und da kommen die Offiziere hin und so. Aber ich glaube, da muss man nicht unbedingt gewesen sein. Also die Getränke, die es da gibt, kriege ich auch am Getränkepaket. Und ob ich jetzt da eine Ansprache von der deutschen Reiseleitung hören muss, lasse ich auch mal dahingestellt.
Ja Leute, wir sitzen wieder beim Buddha in der Bar. Fazit zum Abendessen kommt später. Wir lachen uns gerade immer noch kaputt über die Taxifahrt und die ganzen Pannen und über die Shows, die die Barkeeper hier so bringen, zu denen ich mich jetzt nicht äußere. Aber wir haben gerade gesagt, auch wenn es nicht perfekt ist, es ist immer wieder schön. So Freunde, jetzt guck mal hier, einen perfekten Irish Coffee. Ja, ich hätte eigentlich mal fragen sollen, ob die auch Rüdesheimer Kaffee hier haben, aber ja, habe ich gar nicht gemacht. Da muss ich die Tage noch mal probieren. Da lasse ich mir mal einen Rüdesheimer Kaffee machen. Und ansonsten hier auch vom Ambiente, hier die Kaffeebar, die ist wirklich gemütlich. Also sitzen lässt es sich hier gut und trinken lässt es sich hier auch gut. Ja, ich hatte gerade Norbert vorgeschlagen, ins Theater zu gehen. Das geht in 20 Minuten los. Aber Norbert wollte nicht. Der ist ein Kulturbanause. Ich habe gesagt, so viel Kultur wie ich habe Esskultur, Trinkkultur, einen riesigen Kulturbeutel. Wer mich kennenlernt, der kriegt erstmal einen Kulturschock. So, wir haben mal Plätze hier im Pub an der Bar gekriegt. Ein Bierchen, Norbert noch ein Baileys als Absacker. Hier ist ein furchtbarer Mief vom der Abwasser da an dem Waschbecken. Smell. Aber ich nehme heute alles gelassen. Man muss nur das Getränkepaket genug belasten, dann wird die ganze Reise ein Erfolg. Lobby Prostata. Oh wei, Abend Nummer 2 ist auch schon vorbei. Ja. War noch nette Stimmung unten, wir waren noch im Pub. Was trinken und ach, da waren an der Theke noch Niederländer aus Hengelo. War ganz lustig da und jetzt war dann da Pub-Quiz und so langsam werden wir auch rechtschaffen müde und jetzt haben wir dann auch jeder gesagt, wir verziehen uns auf unsere Kabine und ja, werden jetzt die Nachtruhe antreten und dann hoffentlich morgen gesund und fit in Istanbul landen. Ja, das war an sich ein schöner Tag. Zum Abendessen kann ich noch was sagen. Das war heute sehr gut. Ich hatte das Vitello Tonato. Das war gut gemacht und war lecker. Und dann gab es heute Williams Salat. Der hatte mir auch gut geschmeckt. Da waren noch so karamellisierte Nüsse drin. Das hatte mir richtig gut geschmeckt. Für mich hätte ein bisschen mehr Birne drin sein können. Aber gut, das ist... Ne? Jeder macht es etwas anders, aber da war sonst gar nichts dran auszusetzen. Dann gab es eine Möhren-Ingwer-Suppe. Die war auch sehr schmackhaft. Und dann hatte ich und Norbert auch. Norbert hatte auch das Roastbeef, das Vitello Tonato genommen und dann hatten wir beide das Putenschnitzel mit einer Zitronensoße und Reis. Der Reis war ein bisschen trocken, aber mit der Soße zusammen ging das. Das Fleisch war vollkommen in Ordnung. Zitronensoße, ich hatte gedacht, das wäre so eine etwas hellere Soße, aber es war eine dunkle Soße, hat aber trotzdem gut geschmeckt. Ja, den Käse, den habe ich mir heute gespart, weil der war gestern eher Käse, der Käse. Und dann hatte ich 2 süße Desserts genommen, Norbert auch.
weil der hatte nur eine Vorspeise und einen Hauptgang, und dann hatten wir das, war weißes Schokoladenmus, auch wie so ein kleines Tortenstück gemacht. Das war sehr, sehr lecker. Und dann gab es Schwarzwälder Kirschtorte, auch so ein kleines quadratisches Stückchen. Das hat aber auch gut geschmeckt. Und aber insgesamt war ich jetzt auch gut gesättigt davon, und da kann ich jetzt gar nichts Negatives zum Essen sagen. Ja, heute Mittag, wie wir von Land kamen, waren wir oben im Buffet. Und da war wieder die absolute Katastrophe, fast wie auf der World Europa. Ich habe das in Erinnerung, ich bin ja die MSC Harmonia, also das Schwesterschiff, hier gefahren, bevor die verlängert wurden. Und ich kann mich damals schon erinnern, wo das noch kleiner war, dass das Buffet-Restaurant damals schon eigentlich zu klein war fürs Schiff, dass man Mühe hatte, Plätze zu finden. So, und jetzt nach der Verlängerung ist das Buffet-Restaurant genauso groß wie vorher, und es ist eine Katastrophe schlechthin. Wir hatten uns dann an dem Pizza-Corner was geholt. Da gibt es so Pizza und Pasta. Das ist so in dem überdachten Außenbereich. Da waren aber gar keine Plätze erst zu kriegen. Dann sind wir in das Restaurant rein. Dann sind wir zweimal komplett da rumgelaufen. 0 Plätze zu haben. Auch im Außenbereich, die mittigen Plätze konnte man nicht nutzen, weil es am Regnen war in Izmir. Und irgendwann so nach der 2. oder 3. Runde, da war dann draußen an der Seite unter der Überdachung war dann ein Tisch frei. Da haben wir uns dann hingepflanzt und gegessen. Da war natürlich unser ganzes Gedönsrad kalt. Getränke kriegst du da auch nicht. Ein Kellner kam da auch nicht. Das war wieder, also, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, oder meiner Meinung nach muss man da irgendwas anderes machen. Entweder muss man das ein bisschen verteilen auf mehrere Locations, wenn man da mit Plätzen so knapp ist. Ich meine, das war doch jetzt abzusehen, wenn alle Mann an Bord um 14:30 Uhr ist und um 15 Uhr das Schiff ablegt, dass ab 14:30 Uhr dann da die Hölle los ist. Aber dann machen die das Hauptrestaurant von 11:30 Uhr bis 13 Uhr auf, ne? Wo an einem Hafen, wo bis 14:30 Uhr Aufenthalt ist, wo du eh kaum Zeit hast, da ist ja Kinder um 11:30 Uhr da an Bord zurück, mehr oder minder. Ne? Aber da machen die dann das Hauptrestaurant für Mittagessen auf, und die andere Bude da, die ist dann nachmittags überfüllt bis zum geht nicht mehr. Ja, ich werde da nicht warm mit, ich will mich aber auch nicht wahnsinnig drüber aufregen, aber es ist halt schon nervig, dass und man sieht das auch, wir sind nicht die Einzigen, denen das so geht. Du siehst das hier, es heißt eigentlich immer, außer wenn jemand krank ist, soll man keine Speisen mit auf die Kabine nehmen, aber du siehst hier an jeder 5., 6. Kabine, siehst du dann draußen am Flur Teller stehen, wo du dann Slalom im Flur laufen musst, damit du da nicht in die Überreste trittst. Als ich eben Norbert abholen ging so 5 Meter vor mir eine Kabinentür auf, da kam dann so eine ältere Dame da raus, hat dann nach vorne mehr oder minder ein Übergewicht gekriegt, auf einmal flohen da 3 Teller aus der Kabine raus, das ganze Essen auf dem Teppich verteilt. Also, da erlebst du Dinge, die willst du gar nicht sehen. Ne? Ja, also, das ist aber das Problem. Ne? Ich habe auch schon gesagt, ich sag, wenn das jetzt die Tage, wenn wir noch irgendwann sind und wir haben da keine andere Möglichkeit zu essen, ich sag, dann hole ich mir da an dem Grillkorner einen Teller voll Zeug und dann nehme ich den mit auf die Kabine. Ich meine, du kannst zwar hier, die Kabinen sind sehr klein, du kannst hier auch nirgendwo richtig sitzen, aber du kannst wenigstens überhaupt sitzen. Ne? Also, mit dem Buffet, ja, da müssten die sich eigentlich mal was überlegen, oder dass die wie auf den amerikanischen Schiffen die Leute dann irgendwie einweisen auf Plätze, oder eben auch, dass man den Leuten Timeslots gibt. Also zum Beispiel da oben ist ein Grüppchen Italiener,
die haben da, sind so mit 10 Mann, die haben da Tische zusammengeschoben und die sitzen gefühlt von 12 bis 16 Uhr in dem Buffet-Restaurant. Ich weiß nicht, was das soll, ne? Also das blockiert ja auch Plätze für andere. Und da muss man dann auch als Schiffsbesatzung sich mal durchsetzen und sagen, Leute, das geht nicht, dann setzt euch bitte an die Bar und ihr könnt hier, was weiß ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde sitzen oder eine Stunde und essen, aber dann müssen auch mal die Nächsten dran sein, weil wenn sich da jeder von Öffnung bis Schließung da hinpflanzt, dann sind da ja nie Plätze frei, ne? Ja, das war wieder so eine Sache für sich, aber wie gesagt, Abendessen war dann gut und deswegen, ich will mich nicht weiter aufregen. Aber das Buffetproblem ist hier wie auf den neuen großen Schiffen gleich groß. Ja, aber ansonsten war der Abend schön, wir haben Spaß gehabt, wir sind hier ein bisschen rumschlawenzelt, allzu viel kann ich euch da ja nie von zeigen, weil da ist ja überall Live-Musik und da kann ich dann eh nichts zeigen und ja, ist zwar schade drum, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar Eindrücke bekommen und natürlich vor allem von Izmir und der Seilbahn da oben, die Haupttouristenattraktion sein soll und all dem. Das war ja auch der Haupthintergrund des heutigen Videos und nicht unbedingt hier die Zeit an Bord, aber da will ich euch natürlich trotzdem immer mal ein paar Schnappschüsse von zeigen, so ich denn kann. Ja, ich hoffe, dass wir morgen gesund und fit in Istanbul ankommen und dass wir da auch noch ein bisschen was sehen und dass wir noch eine schöne Kreuzfahrt hier haben werden, bei der noch ein paar interessante Videos entstehen. Ich sage wie immer danke, dass ihr hier reingeschaut habt, dass ihr dabei wart, mit uns den Tag erlebt habt und ich wünsche euch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.